In den weiten Graslandschaften der Serengeti leben 3 Löwen in Harmonie und enger Bindung zueinander. Der männliche Löwe namens Baraka, mutig und majestätisch, führte die beiden Weibchen bei jeder Jagd an. Die beiden Löwinnen namens Amara und Nyota waren flink und schlagfertig und arbeiteten immer gut mit Baraka zusammen. Heute Morgen entdeckte das Trio einen kleinen Hasen, der in der Nähe eines niedrigen Busches graste. Sofort senkte Baraka seinen Körper und signalisierte Amara und Nyota, sich auf beiden Seiten zu umrunden. Das Kaninchen bemerkte die Bewegung und rannte schnell durch das dichte Gras davon. Alle 3 Löwen eilten sofort hinterher und jagten mit ihren langen Beinen wild hinter der kleinen Beute her. Der Wind wehte raschelnd über das goldene Gras, ein leises Knurren vermischte sich mit dem Geräusch hastigen Laufens. Das Kaninchen rannte und wich geschickt zwischen Dornbüschen und gezackten Baumwurzeln aus. Baraka stürmte vor und bereitete sich auf den Angriff vor, doch dann kam es unerwartet zu einer Katastrophe. Eine Jagdfalle sprang auf, das Seil zog stark, und Baraka blieb kopfüber an einem Ast hängen. Amara und Nyota erstarrten, die Augen vor Panik weit aufgerissen, als sie ihren kämpfenden Gefährten beobachteten. Baraka brüllte wild und schlug mit den Beinen um sich, doch das Seil zog sich um seine Taille zusammen. Das kreischende Geräusch des Seils, das auf die Baumrinde traf, jagte dem stillen Ort einen Schauer über den Rücken. Amara brüllte und rannte um den Baum herum, unfähig etwas anderes zu tun, als hilflos zu weinen. Nyota senkte den Kopf, atmete schwer und wagte es nicht, näher zu kommen, da der Baum einen seltsamen menschlichen Geruch verströmte. Baraka hatte Schmerzen, seine Sicht war verschwommen und seine Vorderbeine gaben aufgrund des Kraft- und Blutverlusts langsam nach. Die Sonne ging allmählich auf, das Sonnenlicht erwärmte den schwebenden Körper, jeder Schweißtropfen fiel. Alle 3 Löwen waren verzweifelt, doch die Hoffnung war nicht völlig verschwunden. In der Ferne war das Geräusch eines Automotors zu hören, ein Mann näherte sich mit besorgtem Blick. Parkranger Kito war auf seiner Morgenpatrouille, als sein Blick zufällig auf einen herumlungernden Löwen fiel. Er hielt das Auto sofort an, sah sich um und bemerkte, dass es in der Nähe des großen Baumes menschliche Spuren gab. Kito nahm das Walkie-Talkie und rief die Kommandozentrale an. Seine Stimme klang ruhig, aber voller Vorsicht. Als er näher kam, tauchten aus den Büschen 2 Gestalten in Tarnkleidung auf. Beide Männer hielten Waffen in der Hand und blickten verstohlen, überrascht, als der Ranger plötzlich auftauchte. Kito hob warnend die Hand und rief, sie verstoßen schwerwiegend gegen das Naturschutzgesetz. Einer von ihnen versuchte, seine Waffe zu heben, aber Kito hob die AK schnell hinter seinem Rücken hervor und richtete sie geradeaus auf ihn. Die Luft war angespannt, der Wind hörte auf zu wehen, nur Barakas leises Brüllen hallte wieder. Der andere Typ geriet in Panik, zog die Hand seines Freundes und rannte vor den majestätischen Rangern in den Wald. Sie ließen in der Nähe ein Seil, eine alte Waffe und eine nicht gestellte Falle zurück. Kito hielt seine Position, legte sein Ohr ans Funkgerät, forderte Hilfe an und markierte die Gefahrenkoordinaten. Er trat vor und sah nach Baraka, der schwer atmete und dessen Augen vor Verzweiflung weit aufgerissen waren. Amara und Nyota blieben in der Nähe stehen und griffen nicht an, als ob sie verstanden hätten, dass Kito ein guter Mensch war. Eine sanfte Brise wehte vorbei, trug den Geruch von Blut mit sich und erinnerte ihn daran, nicht länger zu zögern. Kito zog das Sicherungsseil um seine Taille fest und holte das Kletterseil und die Werkzeuge aus seinem Rucksack, um hinaufzuklettern. Er kletterte langsam auf den Baum, jeden Schritt sicher, ohne die Äste zu schütteln und dem Löwen noch mehr Schmerzen zuzufügen. Baraka war noch bei Bewusstsein, aber sein Blick war glasig, sein Atem unregelmäßig und er war fast bewusstlos. Kito kniete auf einem großen Ast, hielt eine Spezialschere in der Hand und bereitete sich darauf vor, das Seil vorsichtig durchzuschneiden. Er blickte nach unten, brachte sich in Sicherheit und durchtrennte dann entschlossen das Seil. Baraka fiel ins weiche Gras, sein Körper zuckte leicht, aber er hatte keine Knochen gebrochen. Kito glitt schnell nach unten und überprüfte die Gelenke der Beine und den Zustand des Fells.
Um den Bauch des Löwen herum blieb ein tiefroter Fleck zurück, der auf die große Spannung der Drahtfalle hindeutete. Amara brüllte, kam aber nicht näher, sondern beobachtete nur jede Bewegung von Kito. Nyota leckte leicht über die Wunde, als wolle sie Baraka in seiner Krise trösten. Kito ging zurück zum Auto, holte den Erste-Hilfe-Kasten heraus und öffnete die Flasche mit dem Durchblutungsmittel. Er zog die Spritze heraus und überprüfte sorgfältig die Dosierung, bevor er sich wieder Baraka zuwandte. Er legte den Löwenkopf vorsichtig auf seinen Schoß und injizierte das Medikament in die Drosselvene unterhalb der dichten Mähne. Ein paar Sekunden später begann sich Barakas Atmung zu beruhigen, aber er blieb regungslos. Kito wischte das Blut mit einem sauberen Handtuch ab und verband sorgfältig die Stelle seines Bauches, an der er erwürgt worden war. Die beiden Löwinnen saßen in der Nähe, knurrten nicht und reagierten nicht, als hätten sie absolutes Vertrauen in Kito. Kito stand auf, ging ein paar Schritte zurück und setzte sich dann ins Auto, wobei er einen Sicherheitsabstand einhielt, um die Reaktion zu beobachten. Die Sonne stand hoch am Himmel und ihr helles Licht schien auf die 3 Löwen und den Ranger herab. In der Kabine machte Kito kontinuierlich Notizen zu Barakas Injektionszeiten und Vitalfunktionen. Er meldete per Funk erneut, dass die Situation unter Kontrolle sei, und forderte Arbeitskräfte zum Einsammeln der Fallen an. Schweiß rann Kito über die Stirn, doch seine Augen leuchteten vor unerschütterlicher Entschlossenheit. Baraka begann zu zappeln und seine Ohren zuckten leicht, als er Amaras Schritte hinter sich hörte. Nyota kam näher, leckte Barakas Wange und legte sich neben ihn, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Ungefähr 10 Minuten später richtete sich Baraka auf und knurrte leise und im Stillen seinen Dank aus. Kito lächelte leicht, legte seine Werkzeuge weg und war bereit zu gehen, da er wusste, dass es den 3 Löwen gut ging. Aus der Ferne erschien ein Team von Hilfsrangern, sie nickten Kito zu und machten sich auf den Weg, um Beweise zu sammeln. Die Spuren der beiden Wilderer waren noch frisch genug, um heute noch aufgespürt zu werden. Ein junger Offizier fragte, „Haben Sie Angst?" Kito lächelte nur, „Ich bin daran gewöhnt, Sie brauchen uns." Die führenden Vögel kreisten am Himmel, als würden sie die Rettung bezeugen und beglückwünschen. Eine kühle Brise wehte vorbei und trug den Geruch von trockenem Gras und Erde mit sich, wodurch jede verbleibende Spannung verflogen war. Die 3 Löwen lagen still da und folgten Kito mit den Augen, als wollten sie nicht, dass er ging. Kito stieg ins Auto, startete den Motor und ließ die Räder vorsichtig über das Gras rollen, um die gerade aufgewachten Tiere nicht zu stören. Er blickte ein letztes Mal zurück und sein Blick traf auf Baraka, der ihn dankbar beobachtete. Über Funk ertönte die Stimme des Kommandanten, „Gut gemacht, Kito, du hast einen Krieger gerettet." Er antwortete kurz, „Sie sind auch Einwohner, die es verdienen, sicher auf diesem Land zu leben." Das Auto verschwand langsam zwischen den Bäumen und ließ die 3 Löwen zurück, um in der Morgendämmerung der Serengeti zu ruhen. Aus einiger Entfernung streckte sich Amara, Baraka stand auf und die 3 gingen langsam auf die grünen Bäume zu. Im Gras waren noch Fußabdrücke zu sehen, die von der dramatischen Begegnung am Morgen zeugten. Die Patrouille durchsuchte weiterhin den Wald, sammelte Fallen ein und suchte nach Wilderern. In der Serengeti ist der Frieden zurückgekehrt, als hätte es die plötzliche Gefahr, die heute Morgen ausgebrochen war, nie gegeben. Doch für Kito und Baraka entstand durch das heutige Treffen eine besondere Verbindung. Von da an blieb Kito bei jeder Patrouille stehen und blickte zur Erinnerung auf die Stelle, an der er Baraka gerettet hatte. Baraka und seine beiden Löwinnen sind noch am Leben und wohlauf und werden regelmäßig in der Gegend gesichtet. Die Geschichten von Christus und dem gefangenen König wurden unter den Rangern der Serengeti zur Legende. Kito setzte seine Arbeit zum Schutz des Waldes fort und vergaß nie den Blick in Barakas Augen an diesem Tag. Und in den weiten Graslandschaften der Serengeti leben Mensch und Tier noch immer Seite an Seite voller Liebe und Respekt. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.